In diesem Video geht es um das Thema Aktien. Wie entsteht eine Aktie? Was macht ihren Wert aus und was hast du davon, Aktionär zu werden? Wie riskant ist es, eine Aktie zu kaufen? Auf diese und weitere Fragen bekommst du in diesem Video eine Antwort. Bleib dran! Eine Aktie ist ein Wertpapier, das dich zum Miteigentümer eines Unternehmens macht. Aktien können gekauft und gehandelt werden und bieten dir als Aktionär gewisse Vorteile. Aktien gibt es nur bei Aktiengesellschaften, wie es der Name bereits vermuten lässt. Beim Aktienhandel muss es nicht immer um Spekulationen an der Börse gehen. Es gibt viele Gründe und Beispiele, warum Aktien eingesetzt und gehandelt werden. Legen wir los. Willkommen bei Money Talk. Fangen wir erst einmal an zu erklären, wie eine Aktie zustande kommt. Das lässt sich am einfachsten anhand eines Beispiels erklären. Es gibt ein Unternehmen, die Smiley AG, das bereits existiert und eine neue Produktidee hat, mit dem es gerne expandieren möchte. Dafür braucht das Unternehmen aber Geld, um eine Produktionsstätte aufzubauen, ein Lager aufzubauen und dann dieses Produkt verkaufen zu können. Um diese Kosten bewältigen zu können, benötigt das Unternehmen 5 Millionen Euro. Um diesen Finanzbedarf zu decken, gibt es zwei Möglichkeiten, die in den meisten Fällen parallel ausgeübt werden. Die erste Möglichkeit ist, die Smiley AG nimmt einen Bankkredit auf. Damit hat sie Schulden aufgenommen und ist verpflichtet, Zinsen zu bezahlen, um den geliehenen Betrag später zurückzuzahlen. Die zweite Möglichkeit ist die Finanzierung über das Eigenkapital, also über die eigenen verfügbaren Mittel. Das bedeutet, dass die Eigentümer 5 Millionen Euro aus der eigenen Tasche nehmen und in die Firma investieren. Oder sie beteiligen andere Personen, die mit in die Firma investieren. Bei einer Aktiengesellschaft nennt man diese Personen, sowohl interne als auch externe, Aktionäre. Also Personen, die über Eigenkapital in die Firma investiert haben und so zum Miteigentümer werden. Das Unternehmen gehört den Aktionären je zu dem Anteil, in dem sie am Eigenkapital investiert sind. Nehmen wir an, dass das Eigenkapital der Smiley AG vor der Expansion 3 Millionen Euro war. Durch die Expansion hat sich das Eigenkapital um 5 Millionen Euro erhöht und ist jetzt bei 8 Millionen Euro. Davon hat das Unternehmen 1,5 Millionen Euro aus der eigenen Tasche beigetragen und die restlichen 3,5 Millionen Euro wurden von Investoren beigesteuert. Also gehört den Gründern die vorherigen 3 Millionen plus die neuen 1,5 Millionen, das heißt insgesamt 4,5 Millionen Euro. Das entspricht einem Anteil von 56% der 8 Millionen Euro und somit haben die Gründer nach wie vor die Mehrheit der Aktien im Besitz. Anhand dieses Beispiels kannst du sehen, wie Aktien entstehen, nämlich durch eine Expansion des Kapitals. Nehmen wir an, du gehörst zu den neuen Investoren, die in die Smiley AG investiert haben. Was bedeutet das nun für dich? Die Vor- und Nachteile als Aktionär. Im Gegenteil zu Banken, die einen Kredit gegeben haben, oder Schuldscheininhaber, haben Aktionäre kein Recht auf Zinsen oder die Rückzahlung des Kapitals. Allerdings profitierst du als Aktionär vom jährlichen Gewinn des Unternehmens. Aber du wirst auch vom Verlust des Unternehmens getroffen. Es ist also ein risikoreiches Investment, was gleichzeitig aber höhere Ertragschancen bietet. Du wirst also am Gewinn des Unternehmens beteiligt, was zum Beispiel in Form von Dividendenzahlungen passieren kann. Zusätzlich zur Gewinnbeteiligung hast du als Aktionär ein Stimmrecht und darfst bei wichtigen Entscheidungen mitreden. Aktiengesellschaften müssen einmal jährlich eine Hauptversammlung oder Generalversammlung abhalten, zu der jeder Aktionär eingeladen wird. Die Teilnahme ist natürlich freiwillig. Dort werden verschiedene Themen besprochen und du hast das Recht, mit abzustimmen. Das heißt, du hast als Miteigentümer und sei es nur ein kleiner Einfluss auf die Strategie des Unternehmens. Als nächstes schauen wir uns an, wie der Wert einer Aktie entsteht. Greifen wir wieder auf unser Beispiel mit der Smiley AG zurück. Das Eigenkapital ist nun 8 Millionen wert. Nehmen wir an, die Smiley AG möchte 1 Million Aktien ausgeben. Das bedeutet, dass jede Aktie 8 Euro kostet. Also das Eigenkapital dividiert durch Aktienvolumen.
Nun gibt es Aktien, die an der Börse öffentlich gehandelt werden und andere nicht. Börsenkotierte Aktien werden praktisch jeden Tag gehandelt und dort ergibt sich der Preis pro Aktie aus Angebot und Nachfrage. Der Wert der Aktie bleibt jedoch gleich, nämlich Eigenkapital durch Aktienvolumen. Daher kann es durchaus sein, dass Aktien auf der Börse zu einem höheren Preis als ihrem eigentlichen Wert gehandelt werden und natürlich auch umgekehrt. Wie kannst du mit Aktien Geld verdienen? Grundsätzlich gibt es zwei Einnahmequellen beim Aktienhandel an der Börse. Einerseits gibt es die Gewinnbeteiligung. Wenn das Unternehmen gut gewirtschaftet hat, schüttet es einen Teil seiner Gewinne an die Aktionäre aus. Diese Ausschüttung heißt Dividende und wird gleich auf das Konto des Aktionärs gutgeschrieben. Die zweite Geldquelle einer Aktie ist der potenzielle Kursgewinn. Da sich der Preis der Aktie aus Angebot und Nachfrage ergibt, kann der Kurs einer Aktie steigen und somit kann die Aktie teurer verkauft werden, als du sie eingekauft hast. Die beiden Strategien lassen sich auch wunderbar gleichzeitig verfolgen. Dabei gilt es Folgendes zu beachten. Unternehmen, die Dividenden ausschütten, sind tendenziell nicht wachstumsorientiert, da sie den Gewinn ansonsten dafür verwenden würden. Bei Aktientiteln, die Dividenden zahlen, kannst du mit einem eher langsameren Wachstum rechnen. Umgekehrt heißt das auch, dass ein Unternehmen, das keine Dividenden zahlt, durchaus gesund sein kann und das Geld aus dem Gewinn lieber zurück in das Unternehmen reinvestiert. Hierfür bedarf es einer sauberen Analyse, auf die wir in zukünftigen Videos eingehen werden. In diesem Video ging es um die Grundlagen der Aktie. Ich hoffe, dieses Video war lehrreich für dich und du konntest etwas über Aktien lernen. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, schreib es doch gerne in die Kommentare und lass ein Like da, wenn dir das Video gefallen hat. Wenn du das erste Mal bei Money Talk dabei bist, dann würde ich mich freuen, wenn du den Kanal abonnierst. Ich produziere regelmäßig Videos zu den Themen Geld, persönliche Finanzen und Anlagestrategien, um dir die Welt des Geldes näher zu bringen. Ich freue mich, mit dir in Kontakt zu bleiben und vielen Dank für deine Zeit. Bis zum nächsten Mal hier bei Money Talk.